Mein Name ist Lukas. Ich habe einen Bruder. Er heißt Jonas. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben oft gespielt, zusammen gearbeitet und alles geteilt. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt sind wir keine Brüder mehr. Wir sind Feinde. Als Kinder waren wir sehr nah. Jonas war 2 Jahre älter. Das war mir egal. Wir spielten jeden Tag. Im Sommer fuhren wir zum See. Wir schwammen und fingen Fische. Im Winter bauten wir Schneemänner und fuhren Schlitten. Unser Vater hatte einen Bauernhof. Es gab viele Tiere dort. Wir hatten Kühe, Schweine, Hühner und Pferde. Jonas und ich halfen jeden Tag. Nach der Schule fütterten wir die Tiere. Wir arbeiteten im Garten und halfen unserem Vater bei allem. Jonas war stärker als ich. Er konnte schwere Dinge tragen und schneller laufen. Das störte mich nicht. Ich war stolz auf ihn. Ich wollte sein wie er. Ich machte alles wie er. Unser Vater war ein guter Mann. Er war streng, aber gerecht. Er sagte oft, Arbeit ist wichtig. Er sagte auch, ehrlich sein ist wichtig. Und er sagte, Familie ist das Wichtigste. Ihr seid Brüder, sagte er immer. Ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst euch helfen. Unsere Mutter starb, als ich 10 war. Das war sehr traurig. Vater weinte viel. Jonas und ich weinten auch. Aber wir hielten zusammen. Wir halfen uns gegenseitig. Wir waren eine Familie. Nach dem Tod der Mutter arbeitete Vater härter. Er wollte den besten Hof im Dorf haben. Jonas und ich halfen ihm. Wir standen früh auf und arbeiteten bis zum Abend. Es war schwer, aber schön. Wir waren glücklich. Wir waren zusammen. Die Jahre vergingen schnell. Jonas war 18 Jahre alt. Ich war 16. Wir arbeiteten noch immer zusammen. Doch Jonas änderte sich. Er redete weniger mit mir. Er war oft mürrisch und manchmal böse. »Was ist los, Jonas?« fragte ich. »Nichts. Lass mich in Ruhe«, sagte er. Aber ich merkte, etwas stimmt nicht. Er war nicht mehr wie früher. Er war nicht mehr mein bester Freund. Jonas war 20 Jahre alt. Er sprach oft über die Zukunft. Er sprach über den Hof, über Geld und über seine Pläne. »Eines Tages gehört der Hof mir«, sagte er. »Ich bin der ältere Sohn. Ich werde alles erben.« Ich war schockiert. »Aber Jonas«, sagte ich ruhig, »Vater hat gesagt, wir führen den Hof zusammen. Wir sind Brüder.« Jonas lachte kalt. »Du bist naiv, Lukas«, sagte er. »So läuft das nicht. Der Älteste bekommt alles. Das ist Tradition.« Ich konnte es nicht glauben. Mein eigener Bruder sprach so. Ich hatte mein Leben lang gearbeitet. Ich hatte genauso hart gearbeitet, manchmal sogar härter. Aber Jonas dachte, er verdiene alles. Von diesem Tag an war alles anders zwischen uns. Jonas behandelte mich nicht mehr wie seinen Bruder. Er behandelte mich wie einen Arbeiter. Er gab mir Befehle. Er kritisierte meine Arbeit. Er sagte mir, was ich tun sollte. »Du machst das falsch, Lukas«, sagte er oft. »So macht man das nicht. Ich zeige dir, wie es richtig geht.« Ich war wütend, aber ich sagte nichts. Ich wollte keinen Streit mit meinem Bruder. Ich hoffte, dass er sich wieder ändern würde. Ich hoffte, dass er wieder der alte Jonas werden würde. Aber das geschah nicht. Jonas wurde immer schlimmer. Er sprach mit Vater über den Hof. Er machte Pläne ohne mich.
Er handelte, als ob der Hof schon ihm gehörte. Vater war alt geworden, er war müde. Er arbeitete nicht mehr so viel wie früher. Oft saß er still da und schaute in die Ferne. Ich glaube, er vermisste unsere Mutter sehr. Vater, sagte ich eines Tages zu ihm, was wird mit dem Hof passieren, wenn du alt bist? Vater schaute mich mit traurigen Augen an. Ihr seid meine Söhne, sagte er. Ihr werdet euch um den Hof kümmern, ihr müsst zusammenarbeiten. Aber Jonas sagt, er wird alles erben, sagte ich. Vater seufzte. Jonas ist mein ältester Sohn, aber du bist auch mein Sohn. Ihr seid beide wichtig für mich. Das war keine klare Antwort. Ich wusste noch immer nicht, was passieren würde. Ich machte mir Sorgen. Ich hatte Angst, dass Jonas recht hatte. Ich hatte Angst, dass ich nichts bekommen würde. 2 Jahre später wurde Vater krank. Er hatte Probleme mit dem Herzen. Der Arzt sagte, dass er sich ausruhen müsse. Aber Vater wollte nicht aufhören zu arbeiten. Der Hof ist mein Leben, sagte Vater. Ich kann nicht einfach aufhören. Jonas und ich kümmerten uns um ihn. Wir brachten ihm das Essen ans Bett. Wir halfen ihm beim Anziehen. Wir führten den Hof gemeinsam weiter. Für eine kurze Zeit waren wir wieder wie früher. Wir waren wieder Brüder. Aber das dauerte nicht lange. Vater wurde immer schwächer. Er konnte kaum noch aufstehen. Er sprach nur wenig. Wir wussten, dass er bald sterben würde. Eines Nachts rief er uns zu sich. Jonas und ich gingen zu seinem Bett. Vater sah sehr schwach aus. Seine Augen waren müde. Meine Söhne, sagte er leise. Ich werde bald sterben. Ich möchte euch etwas sagen. Wir hörten still zu und hielten seine Hände. Ihr seid meine größten Schätze, sagte er. Ich liebe euch beide gleich. Ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst euch um den Hof kümmern. Zusammen. Ja, Vater, sagten wir beide. Versprecht mir das, sagte Vater. Versprecht mir, dass ihr immer Brüder bleibt. Wir versprechen es, sagte ich. Jonas schwieg. Er schaute nur auf den Boden. Am nächsten Morgen war Vater tot. Er starb friedlich im Schlaf. Jonas und ich weinten. Wir hielten uns fest. In diesem Moment waren wir wieder Brüder. Wir teilten unseren Schmerz. Die Beerdigung war traurig. Viele Menschen kamen. Alle mochten unseren Vater. Er war ein guter Mann gewesen. Nach der Beerdigung gingen alle nach Hause. Jonas und ich blieben allein zurück. Was machen wir jetzt? Fragte ich. Wir gehen zum Notar, sagte Jonas. Wir müssen das Testament lesen. Ich nickte. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was im Testament stand. Ich hoffte, dass Vater an sein Versprechen gedacht hatte. Ich hoffte, dass wir den Hof zusammen erben würden. Am nächsten Tag gingen wir zum Notar. Herr Müller war ein alter Mann. Er kannte unseren Vater gut. Er schaute uns traurig an. Es tut mir leid wegen eures Vaters, sagte er. Er war ein guter Mensch. Danke, sagten wir. Lasst uns das Testament lesen, sagte Herr Müller. Er öffnete eine braune Mappe und nahm Papiere heraus. Mein Herz schlug schnell. Ich war nervös. Jonas saß neben mir. Er war ganz ruhig.
Herr Müller begann zu lesen. Ich, Heinrich Weber, vermache meinen Hof, mein Land und all mein Geld meinen beiden Söhnen, Jonas und Lukas Weber. Sie sollen alles zu gleichen Teilen erben. Ich war erleichtert. Vater hatte sein Versprechen gehalten. Wir sollten alles teilen. Ich schaute Jonas an. Ich dachte, er wäre froh. Aber Jonas sah böse aus. Seine Augen waren kalt. Seine Hände waren zu Fäusten geballt. »Das kann nicht sein«, sagte er laut. »Ich bin der älteste Sohn. Ich sollte alles erben.« Herr Müller sah überrascht aus. »Das ist der letzte Wille eures Vaters, Jonas. Das Testament ist klar.« »Nein«, rieb Jonas. Er stand auf. »Das ist nicht fair. Ich habe mehr gearbeitet. Ich verdiene mehr. Ich konnte es nicht glauben.« Jonas weigerte sich, das Testament zu akzeptieren. Er wollte alles für sich. »Jonas«, sagte ich ruhig, »das ist Vaters Wunsch. Wir haben ihm versprochen, zusammenzuhalten.« Jonas schaute mich mit kalten Augen an. »Du verstehst nichts, Lukas. Du bist nur der jüngere Bruder. Du verdienst nichts.« Seine Worte trafen mich tief. Mein eigener Bruder sagte, ich verdiene nichts. Nach all den Jahren, in denen wir zusammengearbeitet hatten. Nach all den Jahren, in denen wir Seite an Seite standen. »Das ist nicht wahr«, sagte ich. »Ich habe genauso hart gearbeitet wie du.« »Das ist ein Witz«, sagte Jonas. »Du warst immer faul, immer nutzlos.« Ich fühlte Tränen in meinen Augen. Wie konnte Jonas so grausam sein? Wie konnte er so über mich sprechen? Herr Müller versuchte uns zu beruhigen. »Bitte bleibt ruhig. Das Testament ist gültig. Ihr müsst es beide akzeptieren.« Aber Jonas hörte nicht zu. »Ich werde das anfechten«, sagte er. »Ich suche mir einen Anwalt. Ich bekomme, was mir zusteht.« Er verließ das Büro und knallte die Tür zu. Ich blieb allein mit Herrn Müller zurück. »Es tut mir leid, Lukas«, sagte er. »Dein Bruder ist sehr wütend, aber das Testament ist eindeutig. Ihr erbt zu gleichen Teilen.« Ich nickte, aber ich fühlte mich nicht gut. Ich wusste, dass Jonas kämpfen würde. Ich wusste, das war erst der Anfang. In den nächsten Wochen wurde alles schlimmer. Jonas suchte sich einen Anwalt. Er wollte das Testament anfechten. Er sagte, Vater sei nicht bei klarem Verstand gewesen, als er es schrieb. Das war eine Lüge. Vater war bis zum Ende klar im Kopf. Aber Jonas erzählte diese Lüge jedem. Wir lebten noch immer zusammen auf dem Hof, aber wir redeten nicht miteinander. Jonas behandelte mich wie einen Fremden, manchmal sogar wie einen Feind. »Du hast mir meinen Hof gestohlen«, sagte er eines Tages. »Ich habe dir nichts gestohlen«, antwortete ich. »Das ist Vaters Wunsch.« »Vater war alt und krank«, sagte Jonas. »Du hast ihn beeinflusst.« Das war nicht wahr. Ich hatte nie mit Vater über das Testament gesprochen. Aber Jonas glaubte mir nicht. Die Arbeit auf dem Hof wurde schwer. Wir arbeiteten getrennt, wir halfen uns nicht. Manchmal machten wir uns gegenseitig die Arbeit kaputt. Ich war traurig. Ich vermisste meinen Bruder. Ich vermisste die Zeit, als wir Freunde waren. Ich verstand nicht, warum Jonas sich so verändert hatte. Ich verstand nicht, warum Geld wichtiger war als Familie. Die Menschen im Dorf bemerkten unseren Streit.
Sie sprachen über uns. Einige hielten zu Jonas. Sie sagten, der älteste Sohn sollte alles bekommen. Andere hielten zu mir. Sie sagten, der Vater wollte, dass beide alles teilen. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte nur Frieden mit meinem Bruder. Ich dachte daran, ihm alles zu geben. Ich dachte daran, den Hof zu verlassen. Aber dann dachte ich an Vater. Ich dachte an sein Versprechen. Ich konnte ihn nicht enttäuschen. Nach 3 Monaten war die Situation unerträglich geworden. Jonas und ich konnten nicht mehr zusammenleben. Wir stritten jeden Tag. Manchmal schrien wir uns an, Manchmal drohten wir uns sogar. Eines Abends kochte ich das Abendessen für uns beide. Es war eine alte Tradition. Vater hatte immer gesagt, dass die Familie zusammen essen soll. Ich hoffte, dass wir vielleicht reden könnten. Ich hoffte, dass wir eine Lösung finden würden. Jonas kam in die Küche. Er sah das Essen auf dem Tisch. Er schaute mich wütend an. »Was soll das?« fragte er. »Ich dachte, wir könnten zusammen essen«, sagte ich. »Wie früher.« Jonas lachte bitter. »Wie früher? Es gibt kein Früher mehr, Lukas. Du hast alles zerstört.« »Ich habe nichts zerstört«, sagte ich. »Du bist derjenige, der alles zerstört hat.« »Ich?«, schrie Jonas. »Du hast mir meinen Hof gestohlen. Du hast meine Zukunft gestohlen.« »Das ist nicht wahr«, ich rief. »Du bist gierig. Du willst alles für dich.« Jonas wurde sehr wütend. Er hob einen Teller auf. Für einen Moment dachte ich, er würde ihn nach mir werfen. Aber dann stellte er ihn wieder hin. »Ich kann nicht mehr mit dir leben«, sagte er. »Ich will dich nicht mehr sehen.« »Gut«, sagte ich, »dann geh doch.« »Das werde ich«, sagte Jonas. »Aber ich komme zurück, und wenn ich zurückkomme, werde ich alles haben, was mir gehört.« Am nächsten Morgen packte Jonas seine Sachen. Er verließ den Hof. Er sagte nicht einmal auf Wiedersehen. Ich blieb allein zurück. Ich saß in der Küche und schaute auf das leere Haus. Es war still. Es war einsam. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich wirklich allein. Ich ging durch das Haus. Ich schaute in Jonas Zimmer. Es war leer. Alle seine Sachen waren weg. Es sah aus, als hätte er nie dort gelebt. Ich setzte mich in Vaters alten Stuhl. Ich schaute auf seine Bücher und seine Fotos. Ich dachte an die guten Zeiten. Ich dachte an die Zeit, als wir eine Familie waren, aber jetzt war alles vorbei. Jonas war weg und ich war allein. Unsere Familie war zerstört. Die ersten Wochen allein waren schwer. Ich musste alle Arbeit auf dem Hof selbst machen. Es gab viel zu tun. Die Tiere mussten gefüttert werden, die Felder bearbeitet, das Haus sauber gehalten. Ich stand früh auf und arbeitete bis spät am Abend. Ich war müde und traurig, aber ich machte weiter. Ich dachte an Vater. Ich wollte den Hof am Leben erhalten. Manchmal kamen Nachbarn vorbei. Sie fragten nach Jonas. Sie fragten, ob wir uns wieder vertragen hätten. Ich sagte immer nein. Ich erzählte ihnen nicht, wie traurig ich war. Ich erzählte ihnen nicht, wie sehr ich meinen Bruder vermisste. Abends saß ich allein in der Küche. Ich aß allein. Ich sah fern, allein. Alles erinnerte mich an Jonas.
Alles erinnerte mich an die Zeit, als wir zusammen waren. Ich bekam Briefe von Jonas' Anwalt. Der Anwalt drohte mir. Er sagte, Jonas würde den Hof bekommen. Er sagte, ich solle aufgeben. Aber ich gab nicht auf. Ich suchte mir auch einen Anwalt. Ich kämpfte für mein Recht. Der Streit dauerte Monate. Er kostete viel Geld. Es war sehr anstrengend. Ich musste oft zum Gericht. Ich musste viele Papiere unterschreiben. Ich hasste das alles. Aber ich machte weiter. Manchmal sah ich Jonas in der Stadt. Wir schauten uns an, aber wir sprachen nicht. Er sah müde aus. Er sah unglücklich aus. Aber er war noch immer wütend auf mich. Seine Augen waren kalt. Ich fragte mich oft, ob es das wert war. Ich fragte mich, ob ich aufgeben sollte. Vielleicht sollte ich Jonas den Hof geben. Vielleicht sollte ich woanders neu anfangen. Aber dann dachte ich an Vater. Ich dachte an sein Testament. Ich dachte an seinen letzten Wunsch. Er wollte, dass wir zusammenhalten. Er wollte, dass wir den Hof gemeinsam führen. Ich konnte ihn nicht enttäuschen. Nach einem Jahr kam der Gerichtstermin. Das Gericht sollte entscheiden, wer den Hof bekommt. Ich war sehr nervös. Mein Anwalt sagte, wir hätten gute Chancen, aber ich war unsicher. Am Tag des Termins ging ich früh zum Gericht. Jonas war auch da. Er saß mit seinem Anwalt auf der anderen Seite des Saals. Er schaute mich nicht an. Der Richter war ein alter Mann. Er las alle Papiere sorgfältig. Er stellte viele Fragen. Er wollte alles verstehen. Jonas' Anwalt sprach zuerst. Er sagte, Jonas sei der älteste Sohn. Er sagte, nach der Tradition sollte der Älteste alles erben. Er sagte, Vater sei krank gewesen, als er das Testament schrieb. Mein Anwalt antwortete. Er sagte, das Testament sei legal. Vater war klar im Kopf gewesen. Vaters Wunsch müsse respektiert werden. Der Richter hörte zu. Dann stellte er uns Fragen. Er fragte über unser Leben auf dem Hof. Er fragte über unsere Beziehung zu Vater. Jonas sprach mit Wut in der Stimme. Er sagte, er habe mehr gearbeitet. Er sagte, er verdiene den Hof mehr. Ich sprach ruhig über Vaters letzten Wunsch. Ich sagte, Vater wollte, dass wir zusammenarbeiten. Ich sagte, das Testament sei klar. Der Richter dachte lange nach. Dann sprach er sein Urteil. Das Testament ist legal und klar, sagte er. Heinrich Weber wollte, dass seine beiden Söhne den Hof zu gleichen Teilen erben. Das ist sein letzter Wille. Und dieser Wille muss respektiert werden. Ich hatte gewonnen. Das Testament war gültig. Jonas und ich sollten den Hof zu gleichen Teilen erben. Ich hätte glücklich sein sollen, aber ich war es nicht. Jonas stand auf und schaute mich mit hasserfüllten Augen an. Das ist noch nicht vorbei, Lukas, sagte er. Ich werde nie aufgeben. Dann verließ er den Gerichtssaal. Ich blieb allein zurück. Ich hatte gewonnen, aber ich fühlte mich wie ein Verlierer. Ich hatte meinen Bruder verloren. Ich hatte meine Familie verloren. Nach dem Gerichtstermin kehrte Jonas auf den Hof zurück. Er musste zurückkommen, weil ihm die Hälfte gehörte. Aber er war noch immer wütend. Er war noch immer böse auf mich. Wir teilten den Hof in 2 Teile. Jonas nahm die eine Hälfte, ich die andere. Wir arbeiteten getrennt,
Wir sprachen nicht miteinander. Wir lebten wie zwei Fremde. Auch das Haus teilten wir. Jonas wohnte oben, ich unten. Wir kochten getrennt, wir aßen getrennt, wir lebten getrennt. Es war ein seltsames Leben. Wir waren Brüder, aber auch Fremde. Wir lebten im gleichen Haus, aber wir kannten uns nicht mehr. Wir arbeiteten auf dem gleichen Hof, aber wir halfen uns nicht. Manchmal hörte ich Jonas nachts. Er ging in seinem Zimmer hin und her. Ich glaube, er konnte nicht schlafen. Ich glaube, er war unglücklich. Aber ich sprach nicht mit ihm darüber. Ich war auch unglücklich. Ich vermisste die Zeit, als wir Freunde waren. Ich vermisste die Gespräche mit meinem Bruder. Ich vermisste das Gefühl, eine Familie zu haben. Die Arbeit auf dem Hof lief schlecht. Ohne Zusammenarbeit war alles schwieriger. Die Ernte war schwach. Einige Tiere wurden krank. Wir verloren Geld. Ich sah, dass auch Jonas Probleme hatte. Seine Hälfte des Hofes lief nicht gut. Er sah müde und gestresst aus. Aber er bat mich nie um Hilfe. Und ich bot ihm auch keine an. So vergingen viele Monate. Wir lebten nebeneinander, aber nicht miteinander. Wir waren Brüder, aber auch Feinde. Es war ein trauriges Leben. Dann geschah eines Tages etwas Schlimmes. Es war Winter und es schneite stark. Ich war in der Scheune und fütterte die Tiere. Plötzlich hörte ich einen Schrei. Ich rannte hinaus und sah Jonas im Schnee liegen. Er hielt sein Bein und schrie vor Schmerz. Er war von der Leiter gefallen. Für einen Moment zögerte ich. Jonas war mein Feind. Er hasste mich. Er wollte meine Hilfe nicht. Aber dann sah ich das Blut im Schnee. Ich sah seinen Schmerz. Er war mein Bruder. Ich musste ihm helfen. Ich rannte zu ihm. »Jonas, was ist passiert?« »Mein Bein«, stöhnte er. »Ich glaube, es ist gebrochen.« Ich half ihm aufzustehen. Ich brachte ihn ins Haus und rief den Arzt. Dann wartete ich mit Jonas, bis der Arzt kam. Jonas sah mich an. Zum ersten Mal seit Monaten sah er mich nicht mit Hass an. Er sah mich mit Dankbarkeit an. »Danke, Lukas«, sagte er leise. »Du bist mein Bruder«, sagte ich. »Natürlich helfe ich dir.« Der Arzt kam und untersuchte Jonas. Das Bein war gebrochen. Jonas musste ins Krankenhaus. Ich fuhr mit ihm dorthin und wartete, während die Ärzte ihn behandelten. Ich dachte über alles nach. Über unseren Streit, unsere Kindheit, unseren Vater. Als Jonas aus der Operation kam, saß ich an seinem Bett. Er war schwach, aber wach. »Du bist noch da«, sagte er überrascht. »Ja«, sagte ich. »Ich bin noch da.« »Warum?«, fragte Jonas. »Ich war so böse zu dir. Ich habe dir wehgetan.« »Weil du mein Bruder bist«, sagte ich, »weil ich dich liebe, trotz allem.« Jonas bekam Tränen in den Augen. »Es tut mir leid, Lukas. Es tut mir so leid.« »Mir auch«, sagte ich. »Mir tut es auch leid.« Jonas blieb 2 Wochen im Krankenhaus. Ich besuchte ihn jeden Tag. Wir sprachen über viele Dinge, über unsere Kindheit, über Vater, über unseren Streit. »Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist«, sagte Jonas eines Tages. »Ich war so wütend, so eifersüchtig. Ich dachte, ich verdiene mehr als du.« »Warum?«, fragte ich. »Weil ich Angst hatte.
sagte Jonas. Ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein. Ich hatte Angst, dass Vater dich mehr liebte als mich. Ich war überrascht. Vater hat uns beide gleich geliebt, sagte ich. Ich weiß, sagte Jonas. Aber damals dachte ich das nicht. Ich dachte, ich müsste kämpfen, um seine Liebe zu bekommen. Wir sprachen auch über das Testament. Jonas verstand jetzt, warum Vater alles geteilt hatte. Vater wollte, dass wir zusammenarbeiten, dass wir eine Familie bleiben. Ich habe einen großen Fehler gemacht, sagte Jonas. Ich habe fast alles zerstört, was wichtig war. Aber es ist nicht zu spät, sagte ich. Wir können alles wieder gut machen. Jonas schaute mich hoffnungsvoll an. Glaubst du das wirklich? Ja, sagte ich, wenn wir beide wollen. Ich will, sagte Jonas. Ich will meinen Bruder zurück. Als Jonas aus dem Krankenhaus kam, war alles anders. Wir sprachen wieder miteinander. Wir aßen wieder zusammen. Wir arbeiteten wieder zusammen. Es war nicht leicht. Wir mussten lernen, uns wieder zu vertrauen. Wir mussten lernen, wieder eine Familie zu sein. Aber wir taten es. Ein Tag. In den nächsten Monaten reparierten wir langsam unsere Beziehung. Jonas entschuldigte sich oft für sein Verhalten. Er sagte, wie leid es ihm tat. Er sagte, dass er mich vermisst hatte. Ich vergab ihm. Es war nicht leicht, aber ich vergab ihm. Er war mein Bruder. Ich liebte ihn trotz allem. Wir vereinten den Hof wieder. Wir arbeiteten zusammen. Wir teilten Entscheidungen. Wir teilten alles. Der Hof lief besser, die Ernte war gut, die Tiere waren gesund, wir verdienten wieder Geld. Aber das Wichtigste war, dass wir wieder Brüder waren. Wir sprachen wieder miteinander. Wir lachten wieder. Wir waren wieder eine Familie. Eines Abends saßen wir in der Küche. Wir tranken Bier und sprachen über den Tag. Es erinnerte mich an früher. Erinnerst du dich, als wir Kinder waren? Fragte ich. Ja, sagte Jonas lächelnd. Das waren gute Zeiten. Wir waren glücklich, sagte ich. Ja, das waren wir, sagte Jonas. Und weißt du was? Ich glaube, wir können wieder glücklich sein. Ich sah meinen Bruder an. Er war nicht mehr der wütende Mann, der alles für sich wollte. Er war wieder der Jonas, den ich als Kind kannte. Er war wieder mein Bruder. Ich glaube das auch, sagte ich. Heute, ein Jahr später, leben Jonas und ich wieder friedlich zusammen. Wir führen den Hof gemeinsam. Wir treffen alle Entscheidungen zusammen. Wir sind wieder Brüder. Es war ein langer Weg. Wir haben Fehler gemacht. Wir haben uns wehgetan. Aber wir haben gelernt, dass Familie wichtiger ist als Geld. Wir haben gelernt, dass Liebe stärker ist als Hass. Manchmal denken wir an Vater. Wir glauben, er wäre stolz auf uns. Er wollte immer, dass wir zusammenhalten. Er wollte, dass wir eine Familie bleiben. Und das sind wir jetzt wieder. Jonas und ich streiten manchmal noch. Das ist normal zwischen Brüdern. Aber wir streiten über kleine Dinge und vertragen uns schnell. Der Hof läuft gut. Wir haben Pläne für die Zukunft. Wir wollen neue Tiere kaufen, neue Maschinen, den Hof verbessern. Doch das Wichtigste ist, wir sind zusammen. Wir sind wieder Brüder. Wir sind wieder eine Familie.
Manchmal, wenn ich Jonas bei der Arbeit sehe, denke ich an unsere Kindheit. Ich denke an die Zeit, als wir spielten und lachten. Wir sind keine Kinder mehr. Wir sind Männer geworden, aber in unseren Herzen sind wir wieder wie früher, zwei Brüder, die sich lieben und sich helfen. Ich habe gelernt, dass Familie das Wichtigste im Leben ist. Geld kommt und geht. Besitz kommt und geht. Aber Familie bleibt. Familie ist alles. Jonas hat das auch gelernt. Er ist jetzt ein anderer Mensch. Er ist nicht mehr gierig. Er ist nicht mehr eifersüchtig. Er ist wieder mein Bruder. Er ist wieder mein bester Freund. Wir haben eine schwere Zeit überstanden. Wir haben fast alles verloren. Aber am Ende haben wir das Wichtigste wiedergefunden, uns selbst. Wir haben uns wiedergefunden. Das ist unsere Geschichte. Eine Geschichte über Streit und Versöhnung, über Hass und Liebe, über zwei Brüder, die fast alles verloren hätten, aber am Ende alles gewonnen haben. Wir sind Lukas und Jonas Weber. Wir sind Brüder. Wir sind eine Familie. Und das werden wir immer bleiben.